Hallo Freunde der Füße, heute geht es um die manuelle Instrumentendesinfektion. Ja, schon wieder, ich weiß, aber das letzte Video hat einige Unklarheiten mit sich gebracht. Denn der Heißluftsterilisator wird ja verboten und da ist jetzt die Frage aufgekommen, reicht der Ultraschall mit dem Desinfektionsbad und wie sind die zwei überhaupt ordentlich anzuwenden? Das klären wir heute im Video, also dranbleiben. Hallo Freunde der Füße, heute geht es ja wieder mal um das Thema manuelle Instrumentenaufbereitung und zwar ganz genau um den Schritt Ultraschall und Desinfektionswanne. Das letzte Video, wo ich erklärt habe, dass der Heißluftsterilisator verboten wird ab nächstem Jahr, hat einige Fragen aufgeworfen, was man denn alternativ nehmen kann. Und da ist sehr oft gefallen, dass man Ultraschallgerät und Desinfektionsbad, dass das doch reichen wird für die Desinfektion. Den stimme ich nicht ganz zu, denn wir haben hier unsere Instrumente, das sind Medizinprodukte und die sind dafür gedacht, dass sie am Patienten irgendwelche Leiden lindern oder heilen. Deswegen müssen wir ja unsere Instrumente unter die Kategorien nicht kritisch, semikritisch, kritisch A, kritisch B einteilen. Wer diese Einteilung noch nicht gesehen hat, hier oben verlinke ich euch das Video. So. Und jetzt ist ja die Frage, ob die Desinfektion, also die manuelle Instrumentenaufbereitung bis zur Desinfektion im Desinfektionsbad, ob das reicht. Je nachdem, wie ihr die Instrumente eingeteilt habt, reicht es nicht. Und es würde nur dann reichen, wenn ihr keine pathologischen Veränderungen an den Füßen behandelt, wenn ihr keine eingewachsenen Zehennägeln, keine Hühneraugen, keine Warzen, oder irgendeine andere pathologische Veränderung, was der Fuß aufweisen kann, behandelt. Dann würde Desinfektion reichen. Problem bei der ganzen Sache ist, dass die manuelle Instrumentenaufbereitung nicht validierbar ist. Oder sagen wir so, sehr schwierig validierbar ist. Es gibt ja so tolle Leitlinien, da habe ich euch unter dem Video wieder mal verlinkt. Die ganzen Leitlinien könnt ihr euch alles durchlesen. Und in diesen Leitlinien steht auch drinnen, dass die manuelle Instrumentenaufbereitung nicht schlechter sein darf als die maschinelle. Die maschinelle Instrumentenaufbereitung ist ja unser RDG. So, jetzt kommen wir mal zum Ultraschall und zum Desinfektionsbad. Viele verwenden das Ultraschallgerät zum Reinigen und Desinfizieren in einem Schritt. Habe ich auch viele Jahre gemacht und mir gedacht, für was brauche ich dann überhaupt eine Desinfektionswanne? Ja, auch ich lerne dazu. Ich besuche auch sehr gerne Fortbildungen, sollte ihr auch machen. Und in einer Fortbildung hat mir jemand das erklärt, sodass ich es verstehe. Und eigentlich ist es ja auch ganz sinnig, denn wenn ich jetzt hier im Ultraschallgerät eine Lösung drinnen habe, die desinfizierend wirkt auf die Instrumente und gleichzeitig auch noch Schmutz vom Patienten drinnen rumfliegt. Das heißt, ich habe dann nicht nur die Instrumente drinnen, sondern auch den ganzen Schmutz. Und dieses Desinfektionsmittel ist jetzt nicht nur mit dem Instrument beschäftigt, das zu desinfizieren, sondern auch die ganzen Schmutzpartikel rundherum. Und deswegen ist das Desinfektionsmittel auch viel schneller verbraucht. Das heißt, wenn ich das alles in einem Schritt mache, habe ich eigentlich einen Nachteil. Ich habe ja jetzt umgestellt und ich rate euch das auch, dass ihr das Ultraschallgerät nur zum Reinigen benutzt und die Desinfektionswanne nur zum Desinfizieren. Wenn ihr eure Instrumente in das Ultraschallbad reinlegt, ist es am besten, wenn ihr die Instrumente nur einlagig reinlegt, das heißt nicht übereinander stapeln und wenn es geht, die ganzen Zangen geöffnet. Ihr müsst die jetzt nicht demontieren und irgendwelche Federn rausschrauben und so weiter. Also es reicht, wenn ihr sie aufmacht, damit dass sie oben im Gelenk auch gereinigt werden und der Enzymreiniger da auch dazu kann. Ich würde euch auch empfehlen, dass ihr für einen Ultraschallreiniger ein zweites Körbchen euch holt. Habe ich zum Beispiel jetzt gemacht. Ich habe nämlich jetzt dasselbe Körbchen nochmal und wie es der Zufall so will, ist hier im Desinfektionsbad genug Platz, dass das Körbchen vom Ultraschallbad reinpasst. Somit muss ich die Instrumente nach dem Reinigen und Abspülen nicht mehr anfassen und ins Desinfektionsbad reinlegen. Da kann ich gleich das Körbchen nehmen und reinstellen. Dann bleibt es die Zeit dann drinnen und währenddessen benutze ich das zweite Körbchen im Ultraschallreiniger.
Gut, wenn der Ultraschall jetzt nur zum Reinigen da ist, mit was befülle ich den? Weil mit Wasser alleine soll ich den ja nicht befüllen. Weil wenn ein Ultraschallgerät rein nur mit Wasser betrieben wird, hat es nur die halbe Leistung, weil die Oberflächenspannung vom Wasser einiges von der Leistung abfängt. Am besten ist, wenn man im Ultraschallgerät einen Enzymreiniger reinmacht. Ich habe zum Beispiel hier diesen Enzymreiniger. Der Enzymreiniger Gigazym ist von der Firma Schülke. Nein, ist kein Produktplacement. Ihr könnt irgendeinen Enzymreiniger nehmen, der Ultraschallbad geeignet ist. Ich habe deswegen das Gigazym genommen, weil ich nämlich das Gigasept als Desinfektion habe. Das heißt, ich habe alles von einer Firma. Hier drauf steht auch, welche Konzentrationen, welche Verschmutzungen bereinigen oder wo es zu geeignet ist. Dafür hat man ja hier hinten diese schönen Zettel hier drinnen. Die muss man sich halt dann alles schön durchlesen und da steht es also auch genauestens drinnen. Die Lösung, die ihr herstellt, sollt ihr auch arbeitstäglich wechseln. Das heißt, das Ganze bleibt nicht 3 Tage da drinnen. Denn wenn ihr das da 3 Tage drinnen habt, dann sieht es irgendwann mal so aus. Und das ist echt nimmer geschmackig. Das sieht echt eklig aus. Das heißt, jeden Tag die Enzymlösung wechseln. So, was machen jetzt die Enzyme anders als das Desinfektionsmittel? Was sind jetzt Enzyme? Enzyme kann man sich so vorstellen wie so kleine Scherchen, die was den großen Baustein, zum Beispiel das Protein, zerlegen in die Aminosäuren. Oder was jetzt der Fette in Fettsäuren zerlegen. Die schneiden immer so ein Stückchen ab und dann wird das Molekül immer kleiner. Und das Ganze geschieht auch so in dieser Lösung. Das heißt, alle Proteine, die was auf dem Instrumentarium drauf sind, werden durch die kleinen Enzyme gelöst und eben verkleinert und zerschnibbelt und somit lassen sie sich besser in der Lösung verteilen. Das Ultraschallbad selber durch die physikalische Leistung, das heißt, wenn die Ultraschallwellen auf das Instrument draufgehen, entsteht so eine kleine Vakuumblase und wenn die dann implodiert, dann sprengt die quasi den Dreck vom Instrumentarium runter. Und die zwei wirken ineinander, das heißt, die Enzyme machen die ganzen Proteine klein und der Ultraschall sprengt es vom Instrument weg. Somit wird das Instrument wirklich sauber. Das heißt, wenn die Instrumente dann im Ultraschallbad mit dem Enzymreiniger fertig sind, sind sie nicht desinfiziert, sie sind nur gereinigt. Ich muss sie dann danach unter fließend Wasser oder unter Wasser abspülen und dann erst ins Instrumentenbad reinmachen. Im Desinfektionsbad hier habe ich dann meine Desinfektionslösung drinnen. Da habe ich zum Beispiel dieses Gigasept. Und das Gigasept verdünne ich dann je nach Tabelle. Ich habe hier hinten so eine kleine Tabelle kleben. Ihr könnt auch das Ganze ausrechnen, wie viel Liter ihr drinnen habt und dann Liter Wasser, so viel. Hier ist die Formel für. Also wer sich das mit dem Rechnen nicht antun will, klebt einfach eine Tabelle hin, kannst du jedes Mal ablesen, wie du das ansetzen musst. Auch welche Konzentration du brauchst, steht auch immer hier drauf. Also hier auf dem Etikett zum Beispiel, hier haben wir das Gigasept. Oh, jetzt habe ich mich nass gemacht. Hier haben wir zum Beispiel Bakterizid, Levozid, Mycobacterizid, Tuberkulozid. Haben wir bei 3%iger Lösung 15 Minuten. Wir setzen eine 3%ige Lösung an, die anderen Lösungen 2% 30 Minuten, 1,5% 60 Minuten. Also wir wollen eigentlich die schnellere, also setzen wir hier von diesem Mittel 3% an. Dann muss das Instrumentarium, wenn es hier in der Enzymreinigung fertig ist, muss es dann hier mindestens 30 Minuten rein. Nein, es waren 15. 15. Ja, es waren 15. Also hier muss es dann 15 Minuten rein, mindestens. Am besten habt ihr dann so eine kleine Eieruhr oder ich habe mir das jetzt so eingerichtet, bevor ich zum Patienten gehe, stelle ich das da rein und wenn ich mit dem Patienten dann fertig bin, ist die Viertelstunde auch rum. Sollte man das Instrumentarium da länger drin lassen? Eigentlich nicht, weil das Instrumentarium hat es nicht so gern, wenn sie in so einer Lösung drinnen liegt. Weil die Desinfektionslösungen sind ja auch nicht Streicheleinheiten fürs Instrumentarium. So, wenn es dann fertig desinfiziert ist, abspülen, trocknen, einpacken, Autoklav. Fertig. Ach so, nee, wir waren bei der Desinfektion.
Also, wenn es fertig desinfiziert ist, abspülen, trocknen, einpacken, beschriften. Aber wie gesagt, das reicht nur dann, wenn ihr keine eingewachsenen Zehennägel habt, wenn ihr keine Hühneraugen habt, wenn ihr keine Warzen habt und wenn ihr nichts Pathologisches am Fuß eures Patienten behandelt. Alles, was darüber hinausgeht, muss in den Autoklaven rein. Das Instrumentarium ist dann alles kritisch und somit rein in den Autoklaven. Erstens mal seid ihr dann auf der sicheren Seite und der Patient ist ebenfalls auf der sicheren Seite, weil durch eine Desinfektion kann immer noch ein Keim drauf sein und der kann unter Umständen den Patienten infizieren und der Patient kann krank werden. Und wenn der Patient dann auch noch euch anzeigt, weil ihr ihn krank gemacht habt, dann habt ihr das Nachsehen, weil ihr habt nur desinfiziert. Und dokumentieren müsst ihr das Ganze ja auch noch, wie immer hier, wer schreibt, der bleibt. Und ihr müsst den ganzen Ablauf, den ihr bei der Instrumentendesinfektion oder Sterilisation habt, auch im Hygieneplan reinschreiben. Nochmal eine ganz kurze Zusammenfassung. Wir haben Ultraschallbad mit Enzymdizer. Wir haben Ultraschallbad mit Enzymreiniger, wir haben die Desinfektionswanne mit dem Instrumentendesinfektionsmittel. Danach wird abgespült, getrocknet und eingepackt. Danach autoklaviert. Oder auch nicht. Aber einpacken müsst ihr das. Weil es sind manchmal die Instrumente, wenn die offen rumliegen, bis dass die beim Patienten angewendet werden, dauert es oft Stunden. Und in diesen Stunden kann auf das Instrumentarium noch mehr Keime und Bakterien draufkommen. Durch die Umwelt, durch die Luft. Es braucht nur einen in der Praxis rumniesen, dann setzen Sie diese kleinen Partikelchen auf die Instrumente drauf und schwupps, schon sind sie im Patient drinnen, wenn ihr eine Verletzung setzt. Wenn ihr jetzt das Instrumentarium einpackt, habt ihr den großen Vorteil, es ist länger desinfiziert. Beim Sterilisieren ist es sowieso außen vor, das ist dann steril da drin. Und dann, wenn ihr es am Patienten anwendet, dann habt ihr weniger Risiko. Was ich noch vergessen habe, achtet auf eure persönliche Schutzausrüstung. Das heißt, Handschuhe und eine Schutzbrille sind zu tragen. Ich hoffe, dieses Video konnte jetzt all eure Klarheiten beseitigen und ihr wisst jetzt, wie ihr den Enzymreiniger und das Desinfektionsmittel richtig anwendet. Habt ihr noch irgendwelche Fragen zu diesem Thema, gern unten in die Kommentare rein. Natürlich abonnieren, Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, eure Podologin Andrea.